November 2025. Freispruch für einen jungen Mann, der wegen Mordes unschuldig im Gefängnis saß. Das angebliche Mordopfer, die Studentin Hannah W. Über 2 Jahre hatten die Anwälte von Sebastian T. für seine Freilassung gekämpft. Es ist das gerechte Ende eines Justizskandals. Die Vorsitzende hat ganz deutlich gesagt, die Kammer hat festgestellt, dass unseren Mandanten keine Schuld, keine Verantwortung trifft. Ein gerechter Richterspruch und auch sehr schön emotional zum Teil begründet. Es war auch angemessen dem Leid, das dem Herrn Thaller und seiner Familie widerfahren ist. Und wir sind sehr zufrieden. Es war ein Haufen Arbeit, bis hierhin zu kommen. Angefangen hat die Tragödie in der Nacht zum 3. Oktober 2022. In der Aschauer Diskothek Eiskeller wird gefeiert. Unter den Gästen ist die 23-jährige Medizinstudentin Hannah W. Am nächsten Tag wird ihre Leiche kilometerweit entfernt in einem Fluss gefunden. Als die Taucher sie im Nebenarm der Prien bergen, ist sie halb bekleidet. Was ist in jener Nacht geschehen? Sicher ist nur, als Hannah verschwindet, wird in der Umgebung des Eiskellers ein Jogger gesehen. In einem öffentlichen Zeugenaufruf wird der unbekannte Läufer gebeten, sich zu melden. Es ist Sebastian, nach dem die Polizei sucht. Der junge Mann trainiert für einen Halbmarathon, joggt oft zu später Stunde. Seine Mutter rät ihm, als Zeuge auszusagen, auch wenn er nichts Verdächtiges gesehen hat. Ich wollte eigentlich, wie man so schön sagt, seine Bürgerpflicht erfüllen. Und danach hat der Sebastian halt einen Termin bei der Polizei bekommen, ist dort zur Vernehmung und wurde dann aber immer öfter einbestellt. Also 3-4 Mal musste er dorthin. Ich war dann sehr erstaunt, weil ich mir gedacht habe, was wollen die denn noch von dir? Sebastian ist als Kind entwicklungsverzögert. Ein schüchterner und sehr zurückgezogener Mensch. Arglos, so schildert es seine Mutter, sei er zur Kripo gegangen. Allein, ohne Beistand. Ein Fehler. Die Beamten fordern ihn auf, er solle sich einfach mal vorstellen, wie Hannah getötet worden sein könnte und legen seine Aussage später als Täterwissen aus. Zitat: Was denken Sie denn, was passiert ist? Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Auf Nachfrage spekuliert Sebastian gegenüber den Ermittlern, dass vielleicht ein Autofahrer sie überfallen habe und ihr dann vielleicht etwas draufgehauen hat, vielleicht einen Stein oder so. Anwalt Yves Georg hat in diesem Fall zusammen mit seiner Kollegin Regina Rick die Revision begründet. Die Vernehmung der Beamten hält er, gelinde gesagt, für fragwürdig. Also man muss es sagen, es ist schlicht eine Sauerei, einen Zeugen spekulieren zu lassen, wie ein möglicher Täter, für den man diesen Zeugen angeblich ja gar nicht hält, wie ein möglicher Täter vorgegangen sein könnte. Was sollen Sie dann sagen? Dann stellen Sie sich ja nicht hin und sagen, Moment, ich bin hier aber Zeuge und Zeugen haben nur Wahrnehmungen zu berichten. Das wissen Sie ja im Zweifel nur dann so genau, wenn Sie Jura studiert haben und vielleicht danach noch ein bisschen Erfahrung in dem Bereich haben. So, dann sagen Sie halt irgendwas und dann dreht man Ihnen nachher das Wort im Mund rum. Die Faktenlage im Eiskellermord ist dünn. Klar ist nur, um 2:21 Uhr verlässt Hannah die Diskothek, macht sich zu Fuß auf den Weg. Wenig später sehen Zeugen, wie Sebastian joggend nach Hause läuft. Die Schlussfolgerung der Ermittler, er sei nochmal losgelaufen und habe sein Opfer dann am mutmaßlichen Tatort überfallen. Für diese zweite Laufrunde gibt es laut Regina Rick weder einen Zeugen noch irgendeinen Beweis. Er war auf keiner der Kameras zu sehen. Das heißt, um meinen Mandanten überhaupt diesem Tatort zuzuordnen, musste man sich eine Laufstrecke ausdenken, die ohne Kameras war. Und deswegen hat man sich ausgedacht, dass er sich dann plötzlich entschließt, nochmal eine Extra-Runde zu drehen und dann eben auf anderem Wege zu diesem angeblichen Tatort gelangt ist. Das ist eine Erfindung der Polizei. Stattdessen zeigen seine Handydaten, dass Sebastian nach seiner Joggingtour zu Hause eine Runde Clash of Clans spielt. Für die Polizei ist er dennoch weiter tatverdächtig. Knapp 4 Wochen nach seiner freiwilligen Zeugenaussage klingelt es. Dann, spät nachmittags, hat es geklingelt und dann stand das Polizeiaufgebot vor der Tür.
Aber ich saß da, ich habe gezittert. Mein Mann war auch vollkommen fertig. Die wollten die ganzen Sportklamotten vom Sebastian. Sie suchten nach Sachen, die der Hannah gehört hat, aber es wurde nichts gefunden. Die Ermittler nehmen so gut wie alles mit, was Sebastian gehört, selbst seine Habseligkeiten im Spind auf der Arbeit. Gefunden wird nichts. Man hat ja Hunderte und Aberhunderte von Abrieben genommen, von Gegenständen, mit denen mein Mandant in Kontakt war, von seiner Kleidung, von der Jacke, mit der er gejoggt ist in dieser Nacht, von seinem Bettlaken, in seinem Auto. Verzweifelt hat man nach Spuren von der Frau W. Gesucht, die mit meinem Mandanten in Verbindung stehen, aber man hat keine gefunden. Es gibt keine einzige Spur. Das lehrt wirklich die Erfahrung, jemanden umzubringen, egal wie, ohne danach irgendwie DNA mit nach Hause zu schleppen, ist kaum möglich. Schwer möglich. Es ist theoretisch möglich, aber es ist kein sicherer Beweis für das Gegenteil. Und trotzdem kommt es zur Anklage vom Landgericht Traunstein. Gut ein Jahr nach Hannahs Tod muss sich Sebastian für etwas verantworten, was es so wohl nie gegeben hat: einen Mord. Noch hat er die Hoffnung, dass sich im Verfahren alles aufklären lässt. Ein Irrglaube, den auch seine Familie schnell begreift. Dann ging das los und sowas Schreckliches habe ich noch nie erlebt. Ich hätte mir das nie vorstellen können, dass man Menschen und eine Familie so zerstören kann, wie das in diesem Gericht passiert ist. Die haben so einen Druck auf den aufgebaut. Die haben gesagt, wenn er jetzt dann nichts sagt, dann kommen jetzt dann seine Freunde, die dann aussagen und dann wird es noch schlimmer. Und wenn er dann was sagt, dann hilft es nichts mehr. Dann wird die Strafe immer noch höher. Wir haben in dem Moment wirklich den Glauben an das Rechtssystem einfach verloren. Weil Sebastian keine Angaben zum angeblichen Verbrechen macht und kein Geständnis ablegt, bastelt sich das Gericht den Tatablauf nach einer, Zitat, wertenden Gesamtschau selbst zurecht. Demnach soll Sebastian die 20 cm größere und 10 Kilo schwerere Hannah angegriffen, ihr die Hose ausgezogen, sie bewusstlos geschlagen und hier an dieser Stelle in den zum fraglichen Zeitpunkt reißenden Bärbach geworfen haben. Also da gibt es viele Gründe, warum dieser Ort ganz bestimmt nicht der Einbringungsort ist. Auch der zum Beispiel, dass da keinerlei Blutspuren gefunden wurden. Die Rissquetschwunden am Kopf müssen ja wahnsinnig geblutet haben. Aber da hat niemand irgendeine Spur von Blut gefunden. Kein Hund hat dort angeschlagen. Das heißt, die Frau W. ist sicherlich daran vorbeigegangen. Es sind die Geodaten ihres eigenen Handys, die darauf hindeuten, dass Hannah über den vom Gericht angenommenen Tatort hinausgegangen ist. Denn erst hier, auf diesem Parkplatz, bricht die Datenübertragung des Mobiltelefons ab. Die junge Frau hat zu diesem Zeitpunkt einen Blutalkoholwert von gut 2,0 Promille. Neben ihr verläuft der Bärbach, ein Gewässer, das in jener Nacht Anfang Oktober einen Wasserstand von bis zu 1,40 Meter aufweist. Die Frau W. war ja erheblich alkoholisiert und was passiert ist, weiß ich natürlich nicht. Ich war nicht dabei, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie entweder schlecht geworden ist oder sie vielleicht austreten musste, was sie dazu veranlasst hat, ans Bachufer zu gehen und dass sie dann da reingefallen ist und dazu passt auch dieser einzelne Schrei. Es ist eine Zeugin in diesem Hotel, die den Schrei, mutmaßlich ausgestoßen von Hannah, gehört hat. An der Tatversion des Gerichts ändert er nichts. Das Gericht hatte ja einen Unfall unter anderem deswegen ausgeschlossen, weil sie dann, wäre sie ins Wasser gefallen, öfter geschrien hätte. Aber das halte ich für widersprüchlich. Wenn man ins Wasser fällt, dann kommt es mir eher plausibel vor, dass man dann nur einen Schrei loslässt und dann gegen die Fluten kämpft. Wohingegen, wenn man überfallen wird und um sein Leben kämpft, dann wird man öfter schreien als einmal. Nachdem Hannahs Körper in Aschau in den Bärbach gerät, treibt er in den Fluss Prien bis in den Kaltenbach. 12 Kilometer in reißenden Gewässern. Trotzdem schließt das Gericht aus, dass ihre zahlreichen Verletzungen dadurch verursacht wurden. Der renommierte Rechtsmediziner Klaus Püschel hat den Fall untersucht und ein Gutachten über den Zustand der Leiche erstellt. Für ihn deuten die Abschürfungen an Kopf und Schulter eindeutig auf sogenannte Treibverletzungen hin. Also
Dass man ausschließt, dass das Treibverletzungen sind, ist für mich völlig unverständlich. Es gibt andere Fälle in der Literatur, die sind beschrieben, da sind die Bilder ganz ähnlich. Die finden wir in unseren Lehrbüchern. Ja, mit einem derartigen Verletzungsmuster, wo dann ausdrücklich gesagt wird, typische Treibverletzung mehrfach am Oberkopf. Um das zu beweisen, wandern Mutter, Großmutter und Tanten von Sebastian regelmäßig an der Prien entlang und dokumentieren Hindernisse, gegen die ein lebloser Körper stoßen könnte. Jetzt bei Niedrigwasser sind sie gut zu erkennen. Ja, das leider nicht von der Polizei gekommen ist, gehen wir halt jetzt auf die Suche und hoffen, dass man es im nächsten Prozess irgendwie unterbringt. Und sagt, okay, wenn wir jetzt die und die Stelle haben und der Körper dreht sich so und dann können die und die Verletzungen entstehen und vielleicht würde das was helfen. Auf dem Video sieht man, mit welcher Wucht das Wasser runterkommt. Und das kann man sich jetzt bei dieser Situation gar nicht vorstellen. Hannas Kleidung wird erst später Stück für Stück entdeckt. Zunächst Gürtel, Tasche, Jacke, dann, viele Kilometer weiter, die Hose. Ich denke, es ist am wahrscheinlichsten, dass sie die Jacke, da war der eine Ärmel auf rechts und der andere auf links gedreht, selber im Wasser ausgezogen hat, um sich selbst zu retten. Das war eine sehr, sehr schwere Winterjacke. Aber diese 2 Kleidungsstücke und die jedenfalls 2 Ringe, die sie im Wasser verloren hat, die kann ihr der Täter kaum ausgezogen haben, falls es einen solchen gegeben hätte. Was, wenn es keinen Täter gab und Hannas Tod ein Unfall war? Der Mangel an Beweisen gegen Sebastian liegt auf der Hand. Doch dann taucht wie aus dem Nichts ein Belastungszeuge auf. Adrian M. behauptet, der Angeklagte habe ihm die Tat in der U-Haft gestanden. 10 Monate ist das jetzt her. Er könnte einen Grund haben, warum er sich gerade jetzt meldet. Weil nämlich sein eigenes Verfahren, wie er sagte, bei derselben Richterin war und er sich von seiner Aussage Vorteile in Form von Vergünstigungen erhofft. Das sind nicht meine Worte, nicht meine Interpretation, sondern das hat er selbst gesagt. Und so hört sich die Aussage des Knastzeugen an, die das Gericht später als Täterwissen von Sebastian interpretiert. Anhand, wie er das mir erzählt hat, glaube ich nicht, dass er sie umbringen wollte. Er hat mir gesagt, dass er sie eben bewusstlos geschlagen hat, weil sie sich wehren wollte. Ja. Und danach eben ins Wasser geschmissen hat. Hat er gesagt, warum? Nein. Wie soll das also spezifisches Täterwissen sein, dass sie bewusstlos geschlagen worden sein, damit sie sich nicht wehrt, wenn in der Zeitung vorher steht, aus sexuellen Motiven angegriffen und bewusstlos geschlagen? Also das soll nicht so salopp klingen, aber ernsthaft, warum denn sonst sollte jemand, der jemanden aus sexuellen Motiven angreift und bewusstlos schlägt, ja warum sonst sollte der ihn bewusstlos schlagen, damit er sich nicht wehrt? Natürlich dafür, das liegt doch völlig auf der Hand. Es ist kein Täterwissen, sondern also, jeder Schwachkopf kann sich das ausdenken. Dazu kommt die mehr als dubiose Vergangenheit des vorbestraften Zeugen. Mit der Wahrheit scheint er es bislang nicht so genau genommen zu haben. Dieser Knastzeuge ist von seiner Person her komplett unglaubwürdig aufgrund diverser psychiatrischer Erkrankungen. Und es sind auch aus der Vergangenheit zahlreiche Lügen bekannt, die der erzählt hat, sodass seine Aussage natürlich nicht glaubhaft ist. Hat aber die Kammer nicht daran gehindert, seine Aussage zur Grundlage der Verurteilung meines Mandanten zu machen. Das Gericht unter Vorsitz von Jacqueline Asbichler findet die Aussagen glaubhaft. Das Resultat: 9 Jahre Haft für einen Mann, der als Zeuge helfen wollte und jetzt als Mörder gilt. Alles, was er sich aufgebaut hat, ist zerstört. Das Gefängnis in Traunstein ist nun das neue, ungewollte Zuhause für Sebastian T. Währenddessen fällt seiner Anwältin eine weitere Ungereimtheit auf. Offenbar hatten sich während des Prozesses Richterin und Staatsanwaltschaft heimlich abgesprochen. Zitat aus einer E-Mail: Der Kollege und ich sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir in unserem Plädoyer den gleichen Sachverhalt wie ihr zugrunde legen. 30 Minuten später formuliert die Richterin das gemeinsame Ziel. Zitat: Gefährliche Körperverletzung in Tatmehrheit mit Mord. Es soll nicht so sein, dass im Sinne einer Kabinettsjustiz eine Vorsitzende per E-Mail mit einem Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft etwas ausmauschelt und das in ihre Überzeugungsbildung einfließen lässt. Das sind Zeiten, die sind lang vorbei, dachte man. In Traunstein ist es offensichtlich nicht so.
Der Bundesgerichtshof gibt den Anwälten von Sebastian T. Recht, hebt das umstrittene Urteil auf und benennt auch klar den Grund. Nach alledem konnte auch für einen besonnenen Angeklagten der Eindruck entstehen, die Vorsitzende habe sich heimlich an ihm vorbei ihre Überzeugung auch durch Austausch von Argumenten allein mit der Staatsanwaltschaft bilden wollen. Der Prozess wird neu aufgerollt. Wieder vor dem Landgericht Traunstein, diesmal vor einer anderen Kammer. Die sieht es als erwiesen an, dass Sebastian T. unschuldig ist. Das Fazit: Freispruch. Für die Anwälte ist das erste Urteil ein Justizskandal in mehrfacher Hinsicht. Die Vorsitzende hat ja eben deutlich angekündigt, dass es umfangreiche Fehler in den Ermittlungen gab, die zu würdigen nicht Aufgabe der Kammer sind, aber dass vielleicht die Aufgabe anderer sein wird. Also daran sehen Sie auch, es lag nicht nur an der früheren Vorsitzenden, sondern es lag auch vor allem an der miserablen Ermittlungsarbeit der Rosenheimer Polizei. Immerhin hat die Justiz Verantwortung übernommen. Die Richterin sagt wörtlich: Als Teil des Rechtssystems entschuldige ich mich bei Ihnen.